Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Es ist richtig heiß im Land, der Sommer ist angekommen und da habe ich mir gedacht, was passt besser zum Sommer als eine Spaghetti-Eistorte? Und sie besteht aus meinem Sugar Princess Biscuit, einer leckeren Creme, die ganz schnell zusammengerührt ist und natürlich oben auf der leckeren Erdbeersoße als Tomatensoße und weißer Schokolade als Parmesan. Und diese Torte kommt sicherlich gut an bei allen Familienfeiern, bei den Kindern besonders und ist auch überhaupt nicht schwer herzustellen. Alle wichtigen Infos zur Torte findet ihr wie immer hier unter dem Videotitel in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Und ihr findet auch den Link zu meinem Shop. Dort ist gerade eine super heiße Sommeraktion, nämlich mit dem Code SOMMER25 bekommt ihr satte 10%. So viel Rabatt konnte ich noch nie geben, aber jetzt ist es soweit und schlagt also zu, gönnt euch alles, was ihr schon immer haben wolltet. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, damit ihr kein neues Video verpasst. Jeden Sonntag geht ein neues Video online. Immer sonntags um 10 Uhr gibt es ein neues Torten- oder Kuchenvideo und die kleine Glocke am besten aktivieren. Dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, wir starten in unser leckeres Rezept. Das ist wirklich eine Blitzcreme. Wir brauchen hier einfach die 2 Päckchen Paradiescreme. Dann haben wir hier 600 Gramm Sahne, die geben wir uns gerade hier in die Schüssel. Sollte natürlich alles schön gekühlt sein, gerade im Hochsommer. Dann 100 Milliliter Milch noch dazu, 2 Esslöffel Zucker und ich gebe noch etwas von meinem Vanilleextrakt dazu. So, und jetzt geben wir hier einfach unser Cremepulver dazu. 2 Tütchen. Das ist also wirklich eine super einfache Creme. Und jetzt erstmal kurz verrühren und dann hochstellen und so ungefähr 3 Minuten steif schlagen. So, wirklich 3 Minuten auf höchster Stufe dann verrühren. Das ist wichtig, dass ihr nicht sofort aufhört. Sie wird zwar ziemlich schnell fest, aber sie wird sich noch im Volumen etwas vergrößern. Deswegen wirklich die 3 Minuten einhalten. Und jetzt können wir noch unseren Quark darunter rühren. Einmal noch kurz runterkratzen und schauen, hat sich auch wirklich alles mit verrührt. Zur Not nochmal von unten raufholen. So, und jetzt können wir auch unseren Quark schon hinzugeben. Und zwar 250 Gramm Quark. Ich nehme hier 20% Fett, einfach weil mir das besser schmeckt als der Magerquark. Das noch kurz unterheben, den Quark. Sehr schöne Creme, richtig lecker. So, die Creme ist fertig. Jetzt machen wir uns noch unsere Erdbeeren fertig für den Boden und schneiden uns die Böden und dann können wir die Torte auch schon füllen. Ich habe hier schöne regionale Erdbeeren noch bekommen und manche Sorten sind ja auch noch spät zu ergattern, also auch noch im Juli. Im Norden Deutschlands ist die Saison früher vorbei, im Süden sind sie länger noch zu haben. Also da schaut ihr einfach, was ihr bekommt. Vom Grün befreien und dann können wir sie einfach so ein bisschen in Scheiben schneiden, vielleicht auch noch den Stielansatz hier gerade rausholen. Einfach schön in Scheiben schneiden. Damit belegen wir uns jetzt gleich den Boden. Ich habe jetzt hier eine Schale Erdbeeren. Das waren so ungefähr 200 Gramm, 250 Gramm. Ein bisschen was behaltet ihr euch noch zurück für die Deko, wenn ihr es wollt. 1, 2 Erdbeeren. Genau, das mache ich jetzt mit all meinen Erdbeeren und dann sehen wir uns wieder zum Schneiden der Böden. Gerade vorsichtig mit einem scharfen Messer aus der Form schneiden. Und backt euch wirklich diesen Boden unbedingt selber, nicht im Supermarkt kaufen, das schmeckt nicht. Und mit meinem Video wird euch das auf jeden Fall gelingen und ihr werdet ganz stolz sein. Also auf keinen Fall kaufen gehen. Das schmeckt wirklich bei weitem viel besser, wenn ihr diesen Boden backt. So, absolut empfehlenswert und auch empfehlenswert meine 26er Springform. Darauf könnt ihr sogar servieren. Sie ist emailliert. Sie gehört zu meinen Lieblingsformen. Ist einfach fantastisch. Gerade umdrehen und das Backpapier entfernen. Und jetzt hier der absolute Gamechanger. Den empfehle ich eigentlich in jedem Video. Habe ich auch früher schon immer genutzt. Das Messer ist einstellbar hier mit diesen 2 Seitenteilen auf verschiedene Höhen. 1,5 cm bis 3,5 und dann hier 1 bis 4 cm auf der anderen Seite. Und so könnt ihr dann in die entsprechenden passenden Böden schneiden. Wir werden von dem Biskuit hier nur 2 Böden verwenden. Das heißt, den untersten nehme ich mir jetzt mal ab und friere mir den ein.
Ja, und ihr seht, wie fantastisch das durchgeht. Gar kein Problem mehr mit schiefen Böden. Früher hatte ich auch immer schiefe Böden, jetzt nicht mehr. Da habe ich mich nämlich immer sehr geärgert und ja, das ist nun Vergangenheit. Den schneide ich jetzt mal auf 2 cm und dann bleibt noch ein dünnerer Boden übrig. Den nehme ich dann für oben. So ein bisschen drauf drücken. Dann können wir hier 2 einstellen und dann können wir hier ganz super durchschneiden. Ja, und ihr seht, fantastisch geschnitten, super gleichmäßig. Ich kann euch nochmal den dritten zeigen. Und dann seht ihr auch, das sieht aus wie gekauft, aber schmeckt einfach viel besser. Und das Messer schneidet einfach so wie die Maschine. Perfekt, wir können uns die Torte füllen. So, wie immer derselbe Aufbau, Tortendrehplatte, Sugar Princess Cakeboard, das wirklich hervorragend ist zum Verheben von Torten. Es ist absolut massiv, es ist also kein so popliges, was sich leicht verbiegt, sondern es bleibt wirklich stabil. Dann haben wir hier die Tortenpappe. Da legen wir jetzt unseren ersten Boden auf. Schön mittig. Dann haben wir unseren Tortenring. Den können wir jetzt auf die passende Größe einfach einstellen und darum stellen. Klemmhebel betätigen. In diesem Tortenring könnt ihr auch backen. Trotz Klemmhebel, der ist hitzebeständig. Ich habe auch noch einen höheren Tortenring von 15 cm. Dieser hat jetzt 10 und einen für ganz hohe Torten, wenn ihr mal Hochzeitstorten machen wollt oder öfter Hochzeitstorten backt, dann gibt es den wunderbaren 20 cm Tortenring. Hierauf kommt jetzt eine dünne Schicht Creme, ungefähr so, oder ja, sagen wir mal 2 Löffel, mit der Streichhilfe schön glatt verstreichen. Diese erste Schicht, die dient jetzt uns als Kleber für die Erdbeeren. Die muss nicht so dick sein. Und unglaublich viele unter euch haben sich die Streichhilfe schon gegönnt. Schreibt mal gerne rein für alle anderen in die Kommentare, wie gefällt euch das Werkzeug? Seid ihr zufrieden? Ich habe noch keine Rücksendung bekommen. Also ich gehe davon aus, dass ihr alle sie schon benutzt habt und damit zufrieden seid oder vielleicht sogar begeistert. Also schreibt es mal rein. Besonders geeignet ist natürlich diese Streichhilfe für hohe Torten, in die man schlecht reinkommt, also oder schmale Torten. Dann haben wir unsere Erdbeeren und die kommen jetzt erstmal hier auf den Boden. Können wir hier schön drauf verteilen. Hier haben wir richtige Herzchen aus den Erdbeeren geschnitten. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch unter einen Teil der Creme die Erdbeeren einfach heben. Aber ich finde es so einfach super lecker, dass man noch richtig schöne Stücke hat. Duften sehr, sehr lecker, die Erdbeeren. Die sind jetzt super aromatisch. Ist jetzt so genau die Zeit, wo man noch sehr gute Erdbeeren bekommen kann. Vielleicht habt ihr ja sogar welche im Garten. Also 200 bis 250 Gramm Erdbeeren benötigen wir zum Belegen. Aber es soll ja auch schön viel Frucht auf der Torte sein. Jetzt natürlich wieder eine Schicht von unserer leckeren Creme hier rauf geben, um die Erdbeeren zu bedecken. Und natürlich wieder schön verstreichen. Schön gleichmäßig, sodass alle Erdbeeren bedeckt sind. Schön eingehüllt in die leckere Creme. Ja, jetzt kommt hier der zweite Boden oben auf. Und ich wurde gefragt, soll man den Boden tränken? Nein, auf keinen Fall, also eher nicht. Der Boden ist saftig, wenn ihr ihn nicht zu lang backt, ist er wunderbar. Einfach so, wie ich es zeige, verwenden und dann seid ihr happy nachher. Ein Löffel, also wirklich nur ein bisschen Creme, hier oben auf den Boden. Wieder gut verstreichen. Das ist jetzt einfach nur, damit wir hier den Boden schön bedeckt haben und das nicht mit unseren Spaghetti machen müssen. Denn jetzt wird der Rest der Creme in den Spritzbeutel gefüllt mit Lochtülle. Spritzbeutel und Tüllen bekommt ihr auch bei mir im Shop. Dann werden wir uns die Spaghetti aufspritzen. Die Vanillecreme in den Beutel füllen mit Lochtülle. Und jetzt werden wir einfach hier uns die Spaghetti aufsprühen. So wie man eben Spaghetti im Allgemeinen auf den Teller gibt. So, ich habe die Tülle noch ein bisschen größer gemacht. Das ist jetzt eine 10er Lochtülle. Sonst werde ich nämlich hier nie fertig. Das sind dann halt etwas größere Spaghetti. Ja, also wenn ihr da euch nicht so den Wolf spritzen wollt, dann nehmt eine größere Tülle. Gerne die Torte jetzt 1-2 Stunden oder auch gerne über Nacht kalt stellen und am nächsten Tag dann mit der Soße und den Parmesanspänen, also der weißen Schokolade, dekorieren. Nach der Kühlzeit haben sich die Spaghetti schön gefestigt. Wir können uns die Torte aus dem Ring holen.
Und da ist schon unser Törtchen. Und ja, da dieses ein modernes Törtchen ist, werde ich sie jetzt außenrum nicht einstreichen. Das ist ja ein witziges Törtchen, ein Spaghetti-Törtchen, deswegen soll das jetzt bei mir so bleiben. Jetzt fehlt eigentlich nur noch unsere Erdbeersoße als Tomatensoße und die Schokoladenspäne einfach als Parmesan. Und ja, für die Tomatensoße verwende ich jetzt hier eine Fertigsoße. Das ist einfach eine Erdbeersoße, die man so zum Eis nimmt normalerweise. Die geben wir jetzt hier als Tomatensoße drüber. Es darf ruhig so ein bisschen wild aussehen. Das ist ja schließlich jetzt eine moderne Spaghetti-Torte. Mehr oder weniger, ganz wie ihr das wünscht. Ich denke, in der Mitte kann es ein bisschen mehr sein. So, sieht absolut echt aus, finde ich. So, das sieht doch schon wirklich aus wie ein Teller Spaghetti. Fehlen nur noch unsere Schokospäne. Und da nehme ich einfach weiße Schokolade und reibe mir so ein bisschen hier einfach so Späne ab. Sozusagen Parmesanspäne. Die könnt ihr auch auf einer Reibe abreiben oder auch etwas feiner machen, ganz wie ihr das wollt. Aber ich finde es so ganz lustig, wenn sie etwas größer sind. Also das sieht doch schon super aus hier. Das reicht vielleicht auch schon. Einfach so ein kleines Stückchen. Und damit werden wir jetzt die Torte final dekorieren. 1, 2, 3 Erdbeeren noch oben drauf und dann ist sie fertig. So, los geht's. Der Parmesan kommt auf die Torte. Und schließlich, man kann sie natürlich so lassen, aber ich setze jetzt noch ein paar Erdbeeren oben auf. So, und das reicht mir auch so. Vielleicht noch 1 oder 2 an den Rand legen, zur Schauseite hin und dann können wir die Torte auch servieren. So, dann schneiden wir unser leckeres Spaghetti-Eistörtchen einmal an. Geht schön durch, ein schönes Stückchen. Und da kommt unsere leckere Spaghetti-Eistorte. Super, super, klasse. Und dann können wir sie auch schon probieren. Richtig schön, richtig lustig und eine Augenweide auf der Festtafel. Für Geburtstage von Kindern ganz besonders gut geeignet. Ich probiere sie für euch. Lecker. Sehr lecker. Mit den Erdbeeren so schön fruchtig und dann obendrauf die Soße, also wirklich fein. Wow. Sehr, sehr harmonische Torte, sehr zart, sehr schön fruchtig und gleichzeitig cremig und der wunderbare Biskuit dazu. Also sehr, sehr lecker und bestimmt ein Hit auf jeder Geburtstagsfeier. Das war die ganz einfache und schnelle Spaghetti-Eistorte. Ich finde, es ist ein super schönes Rezept für den Sommer. Probiert sie unbedingt einmal aus. Jetzt ist noch die Erdbeerzeit, also diesen Monat könnt ihr sie auf jeden Fall noch backen. Danach natürlich auch mit anderen Früchten, mit Johannisbeeren zum Beispiel oder Himbeeren. Aber ganz klassisch wird sie natürlich mit Erdbeeren zubereitet, so wie das klassische Spaghetti-Eis. Also wirklich eine lustige Torte, auch für Kinder toll, für die Enkelkinder. Ich freue mich schon auf eure Fotos, wie ihr sie herrichten werdet. Ja, vergesst nicht, im Shop gibt es einen Rabatt, der heiße Sommerrabatt, Sommer 25 im Warenkorb dann eingeben bei dem Feld Code und dann bekommt ihr 10% Rabatt auf alles. Viel Spaß beim Shoppen! Viel Spaß beim Backen und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!